Das liest du dir jetzt mal durch und Und jetzt hier. jetzt Feuer. Und dabei Gas geben. Danach bist du fit fürs Autofahren. Gas geben. Ach so, Gas. Da sind doch schon ein paar Löcher im Boden drin, dass man auf die Erdkugel kommt, wenn man vorbei fährt. Annette ist mit dem Käfer jetzt fertig. Wollen wir doch mal sehen, was die ganze Aktion gebracht hat. So, Ich bin sehr gespannt. auf geht's. Jetzt hast du schon ganz viel bei Annette gelernt. Du willst ja jetzt auch bestimmt Kraftfahrzeugmeisterin werden. Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall, ne? Aber vorher ist Fahren lernen angesagt. Und da gibt es dieses wunderbare Heft. Das wird in den 60er Jahren von Volkswagen an Fahrschüler abgegeben. Und das liest du dir jetzt mal durch und danach bist du fit fürs Autofahren. Zwei Ziele wollten wir mit der Aktion erreichen. Zum einen natürlich eine noch bessere Leistung, Logo, aber natürlich wollen wir auch den Verbrauch senken des Autos. Und dazu tanken wir jetzt erstmal voll, damit wir eine genaue Verbrauchsmessung hinterher anstellen können. Also schön super reingefüllt, Kilometerstand aufgeschrieben und dann gucken wir am Ende des Tages, was das Auto verbraucht hat. Nun fahren wir das Auto erstmal ganz vorsichtig warm. Wir wollen es ja nicht ruinieren. Und dann geht es auf die Schnellstraße und dann geben wir mal richtig Stoff und gucken, was die ganze Aktion denn jetzt leistungsmäßig gebracht hat. Sarah lernt in der Zwischenzeit fleißig in dem Fahrschulbuch und so kriegen wir dann einen sehr gemischten Verbrauch hin. Erstmal warm fahren, dann schnell fahren, dann hinterher ein bisschen rumrangieren, je nachdem wie Sarah sich anstellt. Wir sind gespannt, dann wollen wir mal sehen, was das Ganze jetzt gebracht hat. Alter, guck mal. Oh mein Gott, das ist wieder. Jetzt kommt wieder der Spruch. Willst du mal nach Italien fahren? Ja, oder? Ja. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was der Kollege auf der anderen Spur mit der Sarah da bequatscht hat. Wollten die uns provozieren zu einem Rennen in der Stadt? Das machen wir natürlich nicht. Das wäre ja voll assi. Und die Öltemperatur ist auch noch nicht da. Wir warten mal hübsch, bis das Auto richtig warm gefahren ist, damit der Motor nicht direkt kaputt geht. Und dann hoffen wir auf ein freies Stück Autobahn, wo wir dann mal verantwortungsvoll Gas geben können. Das lässt sich ja ganz gut an. Der Wagen zieht herrlich durch und erreicht also relativ schnell die 120. Und alles, was wir jetzt über die Tachoskala drüber ziehen, ist natürlich schon richtig toll. Guck mal, da vorne kommt noch ein Käfer. Da ist ein 67er, den lassen wir mal stehen. Wenn man jetzt bedenkt, dass die serienmäßige Höchstgeschwindigkeit eines 30 PS Käfers bei 105 Stundenkilometern liegt, dann kann man ermessen, dass das jetzt hier natürlich, obwohl wir immer noch den originalen Block drin haben, eine ganz signifikante Leistungssteigerung ist. Denn wir wissen jetzt nicht genau, wie viel er wirklich drauf hat, weil der Tacho ja nur bis 120 geht. Aber wenn man das jetzt mal ein bisschen überschlägt, dann sind wir hier ja ganz locker bei 145, die das Auto fährt. Und er könnte noch mehr, aber das mache ich nicht, denn irgendwo besteht natürlich die Gefahr, dass wir den Motor überdrehen und dann fliegt uns die ganze Geschichte um die Ohren. Also wir haben jetzt das Maximale oder wahrscheinlich sogar noch mehr rausgeholt, als eigentlich für den Motor gesund wäre. Und das ist doch ein ganz tolles Ergebnis. Ich hoffe, Sarah hat das Buch jetzt durch, denn schon sind wir so weit, dass wir mit der Fahrschule starten können. Und da das hier so ein wunderbar abgeschlossenes Gelände ist, ist das dann sogar total legal, wenn wir jetzt hier Sarahs private Fahrschule machen.
So, jetzt gilt's, ne? Ja. Ja. Du hast ja alles schön auswendig gelernt in dem Fahrschulbuch. Das Auto in dem Fahrschulbuch ist ja ein 66er, das ist ja hier ein 56er. Das Zündschloss sitzt hier, das ist etwas anders. So, Jetzt könnte es schwer werden. drücken und dann anlassen. Nee, ist nicht schwer. Ja. So, reinstecken, einmal so und so anmachen. Okay. Let's go. Also das ist Kupplung, oder? Nee, das ist die Bremse. Das ist die Kupplung, oder? Ja. Ja. Hey, wo ist dann jetzt Gas? Achso, das ist auch anders. Beim 66er ist es ein Gaspedal, hier ist es eine Gasrolle. Ah, das da? Ja. Und das muss ich auch so drücken. Nee, hä? Das- Muss ich das rollen? Versuch mal. Draufdrücken. Ja, genau. Ja, die Rolle ist etwas ungewohnt. Ein Baujahr später hat das VW dann gegen das Gaspedal ausgetauscht und man sprach dann VW intern vom Kompliment an die Dame des Hauses. Hintergrund ist, dass die Damen dann auch mit Heels fahren konnten. Mit der Rolle war das etwas schwer. Ja. Aber spielt ja heute keine Rolle. Stimmt. Okay. Achso, hier, das drücken. Nee, erstmal das drücken. Erstmal gucken, ob der Gang raus ist. Ne? Ich denke, du hast das Buch gelesen, ne? Ja, hab ich auch. So. Was meinst du? Ist draußen. Ja, Okay, ja. okay. Und jetzt Und hier. jetzt Feuer. Und dabei Gas geben. Gas geben. Achso, Gas. So. Ja. Und jetzt erstmal hier den Gang. Erstmal Kupplung treten. Jetzt den Gang. Den Gang, ja. Jetzt die Kupplung. Ganz vorsichtig. Bisschen weniger Gas. Okay. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Fuck, 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 fuck. Was mach ich? Ah! Rechts rumlenken. Sensationell. Jetzt? Jetzt musst du gucken, dass du die Kurve kriegst. Einen Vorteil hat das Zündschloss auf der rechten Seite. Ja? Ich kann die Karre abstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, guck mal, wie das geht. So ein Ovalkäfer, das ist das perfekte Fahrschulauto. Soll ich dich jetzt einschlagen? Ja, das. Jetzt kannst du schon einsteigen, ja? Oh mein Gott. Ja. Okay. Meinst du, wir schaffen auch einen zweiten Gang? Kuppeln? Zweiter Gang? Ja, oh mein Gott. Ja, okay. Du fährst nicht in ihn rein. Auf gar keinen Fall. Autofahrer, ne? Okay, zweiter Gang das nächste Mal. Erstmal wieder Kurve kriegen. So, jetzt zweiter Gang. Kuppeln. Ziehen. Ja, weiter durchziehen. Ja. Und kommen lassen. Ja, bist drin. Wunderbar. Können wir direkt zum Nürburgring zurückfahren. Da ist die zweite Sabine Schmitz geboren hier. Hey, ist das nicht eine wirklich super Leistung, die Sarah hier bringt? Bedenkt mal, die hatte mal gerade eine halbe Stunde Zeit, sich das aus dem Buch zu erlesen, sitzt jetzt zum ersten Mal hinterm Steuer und bringt hier das Auto doch wirklich ganz ordentlich um die Kurven und auch direkt in den zweiten Gang. Also ich habe hier eine Menge Fahrschulkids schon durchgeschleust und Sarah ist ein Naturtalent. So, jetzt gib Gas. Besser nicht. Besser nicht? Okay. So. Soll ich parken? Ja, einmal anhalten. Kupplung treten, Kupplung treten, Kupplung treten. Bremsen. Jo. Okay. Motor aus. Ja, am Zündschloss ausmachen, nicht abwürgen. Und nicht den Zündschlüssel abbrennen, der ist schon aus. So, du hast ihn ja abgewürgt, alles gut. So, super Sache, ne? Auf jeden Fall, ja. Erste Auto wird
meine, 6 Volt, das hat eine laute Hupe hier. Ja. Geil, ne? So ein Käfer, super Sache. Ja. Bevor wir jetzt den Tag abschließen, fällt mir gerade ein, ich brauche noch Abschmierfett in Kartuschen für die Vorderachse. Da trifft es sich gut, dass hier der Baumarkt um die Ecke ist. Da kann ich das noch schnell besorgen gehen. Und während ich in den Baumarkt flitze, bleiben Jan und Sarah draußen und die machen sich einen kleinen Spaß und gucken mal, wie die Leute auf das Auto so reagieren, wenn das da auf dem Parkplatz steht. Wir gucken uns das mal an. Guck mal, wie runtergekommen der ist. Boah, das perlt ja richtig ab. Gibt es nicht. Da hat aber keiner mehr mit, oder? Doch, da gehe ich mal von aus. Hat ja rote Nummer. Guck mal rein, der ist noch brutaler als der Bausein. Ich glaube, du brauchst eine Tetanus-Info. Crazy Sätze. Uiuiui. Ja, ist aber. Ist genau. Dem ist aber gerade gar nichts gemacht worden. Null. Was? Und sind doch schon ein paar Löcher im Boden drin, dass man auf die Erdkugel kann, wenn man vorbeifährt. Der doch von Bonn bis hierhin gehalten hat, ja. Hab ich gerade gesagt, ich muss mal da gucken, mit dass da schon Löcher im Boden. Ja, wer hätte das gedacht? Als ich angefangen habe mit Käferschrauben, da war das noch das selbstverständlichste Auto der Welt. Und wenn man damals jemandem erzählt hätte, dass die Leute aus dem Baumarkt kommen und um einen Käfer rumstehen, als sei der gerade von einem anderen Planeten gelandet, dann hätte mir das keiner geglaubt. Bevor wir jetzt den Tag bei lecker Kuchen ausklingen lassen, müssen wir den Käfer nochmal voll tanken, denn wir wollen ja wissen, wie viel er jetzt verbraucht, nachdem Annette mit ihren magischen Händen an den Vergasern dran war. Vorher war der Verbrauch etwas unentspannt bei 14, 15 Litern. Das kann man mit so einem Spaßauto natürlich machen. Besser ist es aber, ja, wenn wir jetzt deutlich weniger verbrauchen. Und jetzt wird das Ding randvoll gemacht und der Kilometerstand aufgeschrieben. Und dann wird geguckt, wie viele Liter wir reingepackt haben. Und dann setzen wir uns gleich hin und werden diese hochkomplizierte Rechnung in einer entspannten Atmosphäre durchführen. Ja, wir haben 0,08 Liter auf einen Kilometer. Das heißt, auf 100 Kilometer haben wir genau einen Verbrauch von 8 Litern. Das ist ziemlich gut für wie viel? Für den Sound und die Leistung, die da jetzt. Ich meine, wir haben ja jetzt ungefähr 59 PS in dem Ding. Und wir sind ja auch recht engagiert gefahren. Da sind ja 8 Liter. Völlig okay. Ja. Und noch was bei gelernt, mathematisch. Und noch was bei. Das kannst du jetzt dem Norbert vorführen. Das kannst du nachmachen, Ja. bevor du Kellnerin hier wirst. Wenn ich nämlich das dem Norbert sage, dann stürzt er sich in sein Schwert.